Hey, heute soll es mit dem etwas provokativen Titel Esoterischer Schlaffi oder spiritualistischer Held um die Frage gehen, welche Spiritualität ist denn richtig und um den Nutzen von Spiritualismus. Ich hatte jüngst ein Video gemacht, das hieß Spiritualismus drastisch, aber konkret. Und der Sinn von diesem Video sollte eigentlich sein, darzulegen, dass Männer eine bestimmte oder eine andere Form von Spiritualität brauchen als Frauen. Jedenfalls ist das meine Auffassung. Nun wird es bestimmt eine ganze Menge Männer geben, die sagen, nein, das stimmt nicht. Aber es wird auch einige geben, die sagen, ja, genau so ist es. Und eine Zuseherin meiner Videos schrieb mir in die Kommentare, was ich also gelesen habe und was dann für mich der Anlass war, dieses Video und die Idee, dieses Video zu machen. Die schrieb ungefähr so: Ich denke, also du denkst zu kompliziert, schrieb sie, mit dem Kopf, du solltest aber besser, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem Herzen denken oder so. Ich möchte vorausschicken, dass ich dieser Zuschauerin danke für ihren Kommentar und dass das, was ich hier zu sagen habe, in keiner Weise gegen sie gerichtet ist. Ich habe natürlich dazu meine eigene Meinung und diese Meinung möchte ich hier darlegen. Ich habe diese Aussage, du denkst zu kompliziert, oft gehört in meinem Leben. Und dieser Sinn für Transzendenz nenne ich das mal, also für etwas Dahinterliegendes. Man hat die oberflächliche Darstellung und man denkt sich, da muss irgendwas dahinter liegen. Der kann nützlich sein, dieser Sinn, aber er kann dich auch behindern. Und als ich jünger war, da war das so, dass mir manchmal Leute was sehr, sehr Einfaches gesagt haben und ich habe gedacht, es wäre etwas Kompliziertes und habe nach Sinn gesucht, der hinter dem Gesagten liegen würde. Und das verkompliziert alles sehr und man reagiert dann gegenüber den anderen komisch. Manchmal, so empfinden die das. Und ich habe also erst im Laufe der Jahre gelernt, dass ich das richtig anwende, dass ich also unkompliziert bin, wenn die Situation es erfordert und kompliziert, wenn es besser ist. Es ist meine Auffassung, dass so wie man ist oder wie man sich entwickelt hat, da folgt man einem göttlichen Prinzip. Und man kann dieses Prinzip nicht so ohne weiteres durchbrechen. Es denkt sich niemand aus. Ich denke mir das auch nicht aus. Ich kann, so wie ich das mal darlegte, mich zu etwas anderem entwickeln, aber es fühlt sich so an, dass man gar nichts anderes sein möchte. Man möchte das und der sein, der man in diesem Augenblick ist, und wenn man auf eine ganz bestimmte Art prononciert ist und scharf, dann möchte man nicht unbedingt weich und beliebig sein. Ob man in spiritueller Hinsicht anderen folgen sollte, ich glaube nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Also im Wesentlichen kann mir das niemand sagen, was ich denken soll oder was nicht. Das kommt aus mir und es ist für mich auch ein großes Vergnügen, also über Dinge nachzudenken und Sinn zu sehen hinter Dingen, wo andere vielleicht keinen sehen. Und meine Auffassung von Spiritualität ist, dass es der Weg für manche ist, zu sagen, sie gehen in die Kirche und sie beten dort zusammen mit anderen und sie gelangen auf diesem Weg zu einem Glauben, oder sie sind spirituell und machen sehr viel Yoga und haben andere spirituelle Praktiken und gelangen auf diesem Wege zu etwas anderem, zur Transzendenz.
Und mein Weg ist eben der, diese Dinge darüber nachzudenken und zu hinterfragen und auf eine intellektuelle Art und Weise das Ganze anzugehen. Und ich behaupte, dass das für mich richtig ist und für mich dazu führt, was andere dadurch erreichen, dass sie ins Kloster gehen oder dass sie diese spirituellen Praktiken machen. Und wenn es anders wäre, wenn also der eine dem anderen sagen könnte, wie er zu denken hat oder wie Spiritualität wirklich geht, dann hätten wir die Philosophen Kant, Nietzsche und Heraklit beispielsweise nicht, sondern die wären wahrscheinlich ebenso im Besitz allgemeiner spiritueller Weisheiten und hätten ihre wesentlichen Beiträge zu der, wenn man so will, Philosophie nicht gemacht. Da ist natürlich auch die Frage, was ist Philosophie im Unterschied zu Spiritualität und so weiter. Ich persönlich sehe da keinen großen Unterschied, aber wie gesagt, das ist dann vielleicht mein Weg. Im Prinzip formen deine ganz persönlichen Gedanken, deine Stimmungen und wie du redest und welche Art von Information aus dir kommt, dein Ich, dein ganz persönliches Ich. Und ob es ein guter Ratschlag ist, immer so zu denken, dass man sagt, man möchte so sein wie der und der oder man möchte so sein wie der und der oder die und die, das ist eine Frage der Anschauung. Ich persönlich glaube, dass einen persönlichen Weg zu gehen hat einen großen Wert. Ansonsten wäre das ein Weg der Konformität, der für mich nicht der richtige wäre. Ich habe in dieser Nacht einen Traum gehabt übrigens und ich wollte das mal schildern, weil es vielleicht ganz interessant ist und weil die Sprache der Träume so absurd ist manchmal und sie sagen uns trotzdem etwas. Und es ist meiner Ansicht nach in dem Traum darum gegangen, und zu zeigen auch, wie deine Gedanken und deine Stimmungen sich in deinem Außen widerspiegeln. Ich komme nach Hause, ich lebe mit einer Frau zusammen, mit der ich mich nicht mehr gut verstehe. Wir sind uns nicht grün und streiten viel und hassen einander eigentlich. Und ich komme mit meinem Fahrrad nach Hause und möchte direkt in mein Zimmer fahren. Mit dem Fahrrad durch das Wohnzimmer. Unter Missachtung der Regeln, die man in so einem Haus hat. Und in dem Haus ist gerade eine Party im Gange. Und ich fahre mitten durch die Leute durch und denke mir, sollen die ruhig meinen Hass spüren und meine schlechte Stimmung. Und ich sehe, dass mein Kleiderschrank ist vorgerückt, steht außerhalb des Zimmers. Und der Teppich unter dem Schrank hat sich verschoben durch das Schieben des Schrankes wahrscheinlich. Und der Teppich ist so hochgewölbt vor der Tür zu meinem Zimmer, sodass ich mit meinem Fahrrad gar nicht durchkomme. Und die Leute sind plötzlich alle weg, wahrscheinlich durch meine schlechte Stimmung. Das hat sich verbreitet und ich bin plötzlich ganz allein. Und ich denke mir, das ist jetzt aber auch nicht gut für mich, so allein. Wer möchte so allein sein? Und irgendwie kommt meine Gefährtin wieder ins Bild und ich sehe, dass sie ganz hässliche Züge hat, wie eine Hexe aussieht, mit so einem vorspringenden Kinn und irgendwie lila im Gesicht und so, unheimlich. Und ich sage zu ihr verwundert, aber nicht böse, du siehst so anders aus, so feststellend. Und in dem Moment, wo der Hass weg ist und es mehr um eine Verwunderung ist, ein Feststellen, ändert sich ihr Gesicht und wird wieder zu einem liebenswerten, guten, normalen Gesicht. Und
das war der Traum. Und ich finde, es ist eine schöne Metapher dafür, wie wir selber mit unseren Gedanken unsere Umwelt, unsere sogenannte Umwelt gestalten und formen. Ein zutiefst spiritueller Gedanke, wie ich finde. Achso, und ich wollte nochmal zurückkommen auf die Zuschauerin, die mir so einen Kommentar hinterlassen hat und wollte darauf eingehen, weil das doch ganz interessant ist. Also ich finde, ihr Kommentar, den sie geschrieben hat, der geht von einer weiblichen Perspektive aus. Man solle so und so sein. Und der Sinn oder die Absicht zumindest bei meinem Video Spiritualismus drastisch, aber konkret war, darzulegen, dass Männer eine bestimmte Art von Spiritualität haben und diese Spiritualität unterscheidet sich von der von Frauen. Was ist eigentlich das männliche Prinzip? Ich habe mir hier ein paar Adjektive aufgeschrieben. Eindringlich, genau, punktuiert, praktisch, handelnd, entschieden und scheidend. Was ist das weibliche Prinzip? Empfangend, ausgleichend, überspielend, kooperativ und vereinend. Ich könnte da jetzt noch eine ganze Menge mehr dazu sagen, was in unserer Vorstellung eigentlich auch der Sinn, der evolutionäre Sinn von Mann und Frau ist. Aber ich belasse es jetzt einfach mal bei diesen Worten. Und wenn ihr zum Beispiel wenn ihr also bestimmte Assoziationen habt, wenn ich sage männlich und eindringlich oder weiblich und empfangend, dann ist das im Grunde genau das, was ich auch meine. Ich meine durchaus das Körperliche und finde, dass die Symbolik, die Symbolhaftigkeit des Körpers etwas ist, was durchaus Beachtung verdient als ein Stück von Wahrheit. Also man sieht daran schon, dass Männer und Frauen anders geschaffen sind, auch in ihrem Denken, und dass eine bestimmte Spiritualität eben nicht für alle gilt. Ich rede natürlich hier in diesem Kanal namens Spirio von einer männlichen Perspektive, nämlich meiner. Das heißt nicht, dass Frauen hier nicht zusehen sollen oder so, aber vielleicht ist es ganz interessant für sie, das zu erfahren, wie das ist. Aber ich persönlich finde, dass Männer im Bereich der Spiritualität und im Bereich natürlich der Esoterik unterrepräsentiert sind, und zwar aus guten Gründen, weil eben die Spiritualität und die Esoterik etwas sehr Verschwommenes sind. Es gibt da ganz viel hin und her und dies sei jenes und so weiter. Und das war es, was ich damit ausdrücken wollte. Und im Gegensatz dazu ist der Spiritualismus genauer, weil ich es eben nicht dabei belassen habe, einfach mit dem Herzen irgendwie vorbeizufühlen an den Gedanken, sondern ich wollte diese Gedanken haben und ich habe eben viel darüber nachgedacht und das ist einfach direkt mein Vergnügen. Noch einmal zu dem provokativen Titel esoterischer Schlaffi oder spiritualistischer Held. Es ist natürlich mein Wunsch, eher spiritualistischer Held zu sein als esoterischer Schlaffi. Und esoterischer Schlaffi, was ist das? Das ist aus meiner Sicht jemand, der Worte gebraucht wie du sollst alles sein oder du sollst das Ganze sehen. Und ich hatte ja gerade im letzten Video dargelegt, dass das Ganze immer auch ein Teil von etwas ist. Du kannst alles aufteilen und das ist dann wieder ein Ganzes. Du kannst es nochmal teilen und dann ist es wieder ein Ganzes. Es ist eine unendliche Möglichkeit von Teilungen möglich. Und im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass du immer ein Teil bist. Du bist Teil der Gedanken anderer und du kannst, wenn du diese Sichtweise hast, das auch sehen und spüren. Und wenn du die Sichtweise nicht hast, dann kannst du es natürlich nicht sehen und auch nicht spüren. Aber dieser Rat, du sollst das Ganze sein oder du sollst das Ganze sehen, ist für sich genommen genau das, was ich meine. Es ist verschwommen, es ist rätselhaft, es ist
ohne Aussage. Aber wer die Rätsel liebt und wer ihnen nachspürt, der wird vielleicht zu dem Schluss kommen, zu dem ich gekommen bin. Du bist immer ein Teil von etwas. Du bist auch immer ein Ganzes, sicherlich. Aber ich denke, dass solche Worte und so ein Wiederholen von Phrasen viele einfach auch nur verwirrt. Und diese Verwirrtheit der Gedanken, das ist genau das, was ich meine, was ich nicht haben möchte. Ich möchte nicht, dass mir einer quasi rät auf meine Versuche hin, etwas scharf zu formulieren, du sollst aber das Ganze sein oder so. Das ist also genau das, was, finde ich, dann dazu führt, dass Leute glauben, es sei ihr Wesen, alles zu sein. Aus meiner Sicht, also alles im Sinne von, sie könnten alles von meinetwegen ertragen, sie können alles sagen, sie können alles empfinden, sie können alles erleben. Und es ist aber meine zutiefste Überzeugung, dass im Gegensatz, das hielte ich eher für eine materialistische Sichtweise, dass man alles könne. Im Gegensatz dazu ist es meine Überzeugung, dass die Menschen eher festgelegt sind. Sie sind das festgelegte Moment, Element in diesem, wenn man so will, Kosmos, in dieser Ordnung. Und es ist nicht ihre Aufgabe, alles zu sein, sondern zu erkennen, dass sie ein Teil sind von etwas Größerem und dass es, so würde ich das mal formulieren, dass es ihre Aufgabe ist, in ihrem Leben eine ganz bestimmte Färbung zu geben. So wie ich das mal ausdrückte, jeder von uns ist wie ein Puzzleteil an einem großen Puzzle. Wir, indem wir sind, erzeugen das Bild, in dem wir sind. Wir sind nicht die Beobachter eines Gesamtbildes oder so, sondern was die Vorstellung einer gottähnlichen Beobachterposition hervorruft, sondern wir sind die Teile. Und wenn du deinem Leben eine ganz bestimmte Färbung geben willst, so ist es dafür notwendig, dass du etwas Bestimmtes machst, dich auf eine bestimmte Sache fokussierst, etwas immer wieder tust und daran gut wirst. Das nur zu dem Titel dieses Videos. Dieses Prinzip der Frauen, finde ich, das hat sein Gutes. Und es hat auch seine Richtigkeit auf jeden Fall. Es ist aber nicht der Weg von jedermann. Es ist speziell nicht mein Weg. Ich wollte noch was sagen zu Leuten, die vielleicht so sind, so ähnlich wie ich, ein bisschen kompliziert und die immer irgendwie vermuten, hinter den Dingen seien wieder Dinge und sie denken und denken. Ich habe ja hinter mir eine in die Unendlichkeit gehende Vielzahl von Masken abgebildet. Und der Sinn ist, dass das aus meiner Sicht das Wesen einer Person ist. Ganz viele Schichten zu haben und du kannst bis in die Unendlichkeit nachdenken. Du kannst über dich selber so nachdenken, dass du ganz viele Masken hast. Und solche Leute, so wie ich, die manchmal so die vielen Masken sehen und dahinter schauen wollen, die stehen sich manchmal selber im Weg, weil sie wollen hinter etwas sehen, was man auch ganz oberflächlich begreifen kann. Man kann also die erste Maske sehen und sagen, das ist das Ganze. Jetzt geht es wieder um das Ganze. Ne? So wie in der Sendung, die ich neulich hatte. Und man kann lernen, dass man eine bestimmte Kompliziertheit manchmal anbringen kann und manchmal ist es völlig unnötig und führt auch zu nichts. Beispielsweise gehe ich mit meinem Spiritualismus nicht jedermann auf den Wecker und sage, wenn ich im Sportverein bin, ich möchte euch etwas über Spiritualismus beibringen oder so, sondern ich hoffe, dass in diesem Kanal sich vielleicht Leute versammeln, die dafür einen Sinn haben einfach und andere wieder werden sagen, das ist nichts für mich. In der Bibel steht ja, du sollst deine Perlen nicht vor die Säue werfen und das ist wieder ein sehr drastischer, aber konkreter Hinweis darauf, dass du
Leuten mit deinen Weisheiten manchmal kommen kannst, aber manchmal auch nicht. Beispielsweise, wenn die ersten Christen diese christlichen Weisheiten ihren Feinden aushändigten und ihnen damit eine Waffe gaben, sie zu vernichten, dann war das genau das, was damit gemeint ist. Wenn man sagt, du sollst deine Perlen nicht vor die Säue werfen, das hat also gar keinen Sinn und führt nur dazu, dass Leute in dir etwas sehen, das dir zum Schaden gereicht. Dass du also Opposition heraufbeschwörst, die du nicht brauchst. Ich sage ja, es gibt diese Spiritualität, die so einfach ist, ne? Die alles überspielt, alle Fragen überspielt, es sei einfach so. Und sie hat ja damit auch recht, diese Spiritualität. Es sei einfach so. Ich sage jetzt mal die hermetischen Gesetze. Sie sind zutreffend. Sie treffen einfach zu. Aber sie begründen es nicht. Und es ist nun mal meine Sache, dass ich gerne Dinge begründe irgendwie und dass ich den Grund suche. Und im Spiritualismus ist für mich der Grund, dass es die sogenannte Materie so gar nicht geben kann. Für mich ist es völlig logisch, weil der Materialismus in sich widersprüchlich ist und alles, was man tatsächlich erleben kann, insbesondere wenn man spirituell ist, deutet darauf hin, dass die Welt geistiger Natur ist. Aber es gibt auch spirituelle Leute, die sich das einfach zunutze machen und deren Gedankentiefe nicht besonders groß ist. Und die, zum Beispiel habe ich mal eine Frau kennengelernt, die Quantenheilung anbot. Und ich weiß jetzt nicht genau, was genau sie jetzt anbot, also vielleicht Massagen oder Gespräche oder so, die heilen sollten. Und ich fragte sie, was genau das ist, wie man also mit Quanten heilen kann. Im Hinterkopf hatte ich diese Quantenmechanik und Theorie und verschiedene Sachen, die ich da kannte und gelernt habe. Und ich wollte von ihr ganz ehrlich wissen, was das eigentlich dann ist, Quantenheilung. Und sie sagte mir, dass Quantenheilung darauf hinaus liefe, dass man einfach mit Empathie und Gefühl Leute heilt. Über Quanten wusste sie gar nichts. Sie wusste weder über Quantentheorie noch sonst irgendwas Bescheid. Also der ganze Begriff war ja eigentlich mehr oder weniger unbekannt und fremd. Und ich hatte dann ein Büchlein, damals, das ist jetzt schon ganz viele Jahre her, und das heißt Quantenheilung. Das hatte eigentlich mit dieser Frau gar nichts zu tun, das war später, aber es ging um so eine Art von Spiritualität, über die ich mich ein bisschen lustig gemacht habe mit dem Büchlein. Aber in dem Büchlein Quantenheilung geht es schon wirklich um eine richtige Heilung, und zwar dieser Füße, der Quanten. Und insofern ist es schon ein Heftchen, das Spiritualität ernst nimmt und, wie soll man sagen, also dass sich nicht darüber lustig macht, über Spiritualität, sondern es ist ein lustig gemeintes Büchlein, das Spiritualität ernst nimmt und das sich, wenn man so will, ein bisschen über diese falschen Namen lustig macht, so wie Quantenheilung und Leute, die das einfach benutzen, um irgendwas verkaufen zu wollen. Als Fazit für dieses Video möchte ich einfach festhalten und ich möchte nochmal der Frau danken, die einen Kommentar abgegeben hat, der letzten Endes die Idee lieferte zu diesem Video. Das Fazit für mich ist, dass Spiritualität inneres Erleben ist und Geistigkeit, so wie der Name schon sagt, Geistigkeit. Und es geht eigentlich darum, glaube ich, wenn man da etwas schulen will, Menschen geistiges Erleben beizubringen, denn viele sind so entfremdet von ihrem Inneren, dass sie gar nicht unterscheiden zwischen Gedanken, die zu ihnen kommen, gar nicht unterscheiden können, zwischen Gedanken, die zu ihnen kommen und Gedanken, die sie irgendwie selber haben. Ich persönlich glaube, dass es sich total durchdringt und dass es ein
wie ein schillernder Regenbogen ist und man kann nicht unbedingt immer unterscheiden, was kommt aus mir und was kommt von anderen. Aber wenn du denkst, du müsstest nun insbesondere im spirituellen Bereich anderen erzählen, was sie denken sollen, also das glaube ich, führt wirklich zu nichts, weil es eben genau darum geht, dieses innere Erleben zu stärken und zu fördern. Und manchmal auch zu sagen, ich grenze mich ab von Gedanken anderer, so richtig die sein mögen, aber ich versuche in mir zu forschen, was da ist. Und man findet da manchmal Erstaunliches. Damit will ich es erstmal bewenden lassen und ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat und wenn es interessant war, ein Like dazulassen und möglicherweise ein Abo und die Glocke zu betätigen. Danke sehr, bis demnächst.